Der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Nach dem absoluten Jahrhundertspiel am letzten Dienstag steht jetzt das alles entscheidende Champions League Rückspiel an. Die große Frage, wer zieht ins Finale der Champions League 2026 ein? Bayern oder der PSG? Ja, hallo liebe FC Bayern und Fußballfans. Schön euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Schön, dass du mit dabei bist. Und ja, liebe FCB-Fans, am Mittwoch geht es für Bayern um alles. Es geht um den Einzug ins Champions League-Finale. Heißt, alles oder nichts für das Team rund um Trainer Vincent Kompany. Aber ich sag's euch ehrlich, ich glaube fest an unsere Bayern-Spieler und natürlich an Trainer Kompany. Wir holen uns das Finale 2026 in Budapest. Und genau dazu gibt's heute meine FC Bayern-Prognose für das Spiel gegen den PSG. Mit allen wichtigen Infos rund um Bayern und Paris. Dazu natürlich wie immer die mögliche Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany. Und am Ende gibt's meinen finalen Champions League-Tipp für Bayern gegen PSG. Aber jetzt bist du erstmal gefragt. Was ist dein Tipp für dieses Spiel? Schreib's mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, und was war das bitte für ein Spiel am letzten Dienstag in Paris? Ein Offensivfeuerwerk auf absolutem Weltklassenniveau von PSG, wie natürlich auch dem FC Bayern München. Von Ousmane Dembélé und Kvaratskhelia auf Seiten von PSG bis hin zu Harry Kane, Michael Olise und natürlich Luis Diaz beim FC Bayern München. Und genau dieses Megator von Luis Diaz zum 4:5 hält für Bayern noch alle Chancen offen für das Finale. Und jetzt kommt das Rückspiel zu Hause vor den eigenen Fans in der Allianz Arena. Bayern braucht am Mittwoch also einen Heimsieg mit mindestens 2 Toren Vorsprung für das Champions League Finale. Ein Sieg mit einem Torunterschied würde Verlängerung bedeuten. Hier sehen wir auch nochmal alle Torschützen aus diesem wirklich verrückten Fußballspiel. Und ja, da haben ganz klar die aktuellen besten Teams der Welt gegeneinander gespielt. Wenn man sich dazu noch ein paar wichtige Daten anschaut, sieht man auch, der FC Bayern hat trotz der Niederlage ein richtig starkes Spiel in Paris gemacht. Ganz ehrlich, für mich hatte Bayern sogar die klar besseren Torchancen. Dazu kommt der Ballbesitz mit knapp 57%. Das zeigt ganz klar, dass Bayern dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Und dann dieser krasse Zweikampfwert. 63% gewonnener Zweikämpfe für Bayern gegenüber 37% für PSG. Gerade dieser Wert zeigt, wie extrem motiviert die Bayern-Spieler waren. Wie sie gegen einen Gegner wie PSG wirklich alles reingeworfen haben. Und genau diese Mentalität, jetzt zu Hause vor den eigenen Fans, ja, deswegen sage ich ganz klar, ich glaube zu 110%, Bayern kommt ins Finale. Selbst bei den Ecken war Bayern stärker als PSG in deren eigenen Stadion. PSG hat seine Chancen klar überragend genutzt. Aber ob das nochmal so funktioniert, das lassen wir mal offen. Am Mittwoch auf jeden Fall nicht. So, genug geredet. Jetzt schauen wir uns die komplette Bayern-Startelf von Kompany gegen PSG ganz genau an. Ach ja, und wenn du mehr FC Bayern Videos sehen möchtest, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da, abonniere Werners Fußballecke, aktiviere die Glocke und verpasse keine Bayern-Prognosen mehr. Ja, liebe Bayern-Fans, soweit wäre das hier, denke ich mal, ohne große Überraschung, die mögliche Bayern-Startelf gegen PSG am Mittwoch. Allerdings sehe ich gerade auf den Außenverteidigerpositionen noch 2 Punkte, über die wir unbedingt sprechen müssen. Klar ist, im Tor steht natürlich unsere Legende Manuel Neuer. Letzte Woche in Paris hatten sowohl Neuer als auch Savonov von PSG bei den Gegentoren kaum eine echte Chance. Aber jetzt im Rückspiel, da bin ich mir sicher, Manuel Neuer wird uns mit starken Paraden ins Champions League Finale bringen. Versprochen. In der Innenverteidigung sind natürlich Tah und Dayot Upamecano gesetzt. Und ja,
Bei insgesamt 9 Toren im Hinspiel sahen sowohl die Abwehr vom PSG als auch die der Bayern nicht immer gut aus, klar. Aber wenn wir ehrlich sind, gegen Spieler wie Ousmane Dembélé, Desiré Doué oder Kvaratskhelia wirst du eben nicht jeden Zweikampf gewinnen können. Diese Probleme hatte PSG übrigens genauso. Gerade gegen unsere Offensive mit Michael Olise und vor allem Luis Diaz, der ein absolutes Weltklasse-Spiel gemacht hat. Kommen wir zur linken Abwehrreihe. Ich würde trotz kleinerer Probleme Alphonso Davies wieder von Beginn an bringen. Warum? Dazu gleich mehr. Auf der rechten Seite würde ich dann mit Konrad Laimer starten. Schauen wir kurz im Vergleich auf die mögliche PSG-Startelf. Da Hakimi verletzungsbedingt ausfällt, wird vermutlich Zaire Emery auf der Rechtsverteidigerposition rücken. Das hat er in dieser Saison bereits mehrfach gespielt, unter anderem auch im Champions League in der Ligaphase bei der 1:2 Niederlage bei Sporting Lissabon. Vielleicht ein gutes Omen? Dafür dürfte dann Fabian Ruiz im zentralen Mittelfeld rotieren. Und genau deshalb würde ich auf links mit Davies starten. Allein schon wegen seiner Schnelligkeit. Und ja, Davies kann auch Zweikämpfe führen. Der entscheidende Punkt für mich ist aber, du kannst dadurch Laimer auf rechts bringen. Nix gegen Stanisic, aber gerade in den Duellen gegen den zweifachen Torschützen Kvaratskhelia hat man gesehen, wie schnell und technisch stark er ist. Und genau da brauchst du einen wie Laimer. Ein Kämpfer, der keinen Zweikampf verloren gibt und defensiv extrem viele Duelle gewinnt. Dazu kommt noch ein weiterer Pluspunkt. Laimer kann offensiv mit dem Ball einfach mehr anfangen als Stanisic. Aber ganz klar, gegen diese PSG-Offensive gilt für alle Bayern-Spieler, jeder muss mit nach hinten arbeiten. Im zentralen Mittelfeld setzen wir wieder natürlich und ganz klar auf Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic. Klar, im Hinspiel gab es bei beiden Teams gefühlt kein Mittelfeld. Da hatte auch Kimmich Probleme, das Spiel zu lenken oder richtig in die Zweikämpfe zu kommen. Aber ich bin mir sicher, gerade im Rückspiel wird Kimmich zeigen wollen, was er kann und dass er zu 130% ins Champions League Finale möchte. Pavlovic hatte, bis auf einen großen Fehler, durch den Dembélé zu einer riesigen Torchance kam, ein gutes Spiel gemacht. Er hat stark mitverteidigt, viele Bälle gewonnen und daraus sind richtig gute Kontersituationen entstanden. Natürlich hatten beide auch Probleme, gerade was die Abstände im Mittelfeld angeht. Aber ich bin mir zu 100% sicher, Trainer Vincent Kompany hat daraus gelernt und beide werden es gegen PSG am Mittwoch deutlich besser machen. Klar, mit Leon Goretzka hast du noch eine Option fürs zentrale Mittelfeld. Ich würde ihn aber erst in der zweiten Halbzeit bringen, je nach Spielstand. Für frische Power oder natürlich auch dann wegen seiner Kopfballstärke. Und ja, liebe Bayern-Fans, vorne in der Offensive gibt's die Magic 4. Links natürlich Luis Diaz. Was er gegen PSG gezeigt hat, war absolute Weltklasse. Er holt mit einem Solo den Elfmeter zum 1:0 heraus, seine Dribblings, seine Bewegung einfach überragend. Und dann dieses Traumtor zum 4:5, einfach nur Wahnsinn. Über rechts natürlich Michael Olise. Auch er mit einem Mega-Spiel gegen PSG. Er hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß. Das wäre es, denke ich mal, gewesen. Aber dann sein starkes Dribbling und das Tor zum 2:2 Ausgleich. Und schaut euch mal diese Champions League Statistik an. Olise hat 64% seiner 66 Dribblings gewonnen. Eine absolute Topquote. Zum Vergleich, Kvaratskhelia kommt auf 51% bei 45 Dribblings. Dazu unglaubliche 31 Torschussvorlagen von Olise in der Champions League bis jetzt. Kvaratskhelia kommt dann nur quasi auf 15. Bei Jamal Musiala ist gegen PSG dagegen noch Luft nach oben. Er wollte letzte Woche Dienstag in der Offensive vielleicht manchmal ein bisschen zu viel auf einmal. Aber genau das sehe ich positiv für das Rückspiel. Musiala wird jetzt noch mehr zeigen wollen, was er drauf hat. Und ganz vorne im Sturm gibt es sowieso nur einen, richtig, Harry Kane. Und ja, schauen wir nochmal auf Kane.
Kane hat im Spiel gegen PSG deutlich mehr aus dem Mittelfeld heraus nach vorne gespielt und das hat er wirklich überragend gemacht. Dazu natürlich sein sicher verwandelter Elfmeter zum 1:0 für die Bayern. Das war übrigens bereits sein 13. Champions League Tor in dieser Saison. Damit liegt er nur noch 2 Tore hinter Kylian Mbappé, der mit 15 Treffern aktuell die Torjägerliste anführt. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe so ein Gefühl, dass Harry Kane 2 Tore gegen PSG erzielen wird. Gerade in so einem Alles-oder-Nix-Spiel wird er nochmal sein absolutes Topniveau abrufen, um vielleicht, ja, zum ersten Mal in seiner Karriere das Champions League-Finale zu erreichen. Und was auch wichtig ist, Trainer Vincent Kompany hat jetzt mit Tom Bischoff und vor allem, so wie es aussieht, Lennart Kay deutlich mehr Optionen als noch im Hinspiel. Gerade wenn er wirklich fit wird bis Mittwoch, ist Lennart Kay natürlich gerade für die zweite Hälfte nochmal eine richtig wichtige Rolle für die Offensive. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte die Taktik von Kompany gegen PSG diesmal aussehen? Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn Bayern das Finale in der regulären Spielzeit erreichen will, müssen sie mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnen. Gewinnt man nur mit einem Tor, geht's in die Verlängerung. Heißt ganz klar, Bayern muss mindestens 2 Tore erzielen. 3 Tore wären natürlich perfekt. Denn ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass auch PSG mindestens ein Tor machen wird. Warum? Weil Paris in dieser Saison in allen Wettbewerben, also in 51 Spielen bis jetzt, nur 3-mal ohne eigenes Tor geblieben ist. Aber jetzt kommt die Hammerstatistik für Bayern. In allen Heimspielen, Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, hat der FC Bayern München unglaubliche 85 Tore erzielt. Und noch krasser, die Bayern haben in jedem einzelnen Spiel mindestens ein Tor gemacht. Das heißt, die Offensive funktioniert und zwar richtig konstant. Wenn Bayern es jetzt schafft, die Räume im Mittelfeld enger zu machen, auf den Flügeln aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen und diese auch zu gewinnen, dann haben sie alle Möglichkeiten, dieses Champions League Finale auf jeden Fall zu erreichen. Natürlich immer Respekt vor dem Gegner. Denn ganz ehrlich, bei einer Offensive mit Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala und natürlich Harry Kane mache ich mir absolut keine Sorgen, dass wir keine 2 Tore schießen. Und dazu kommt noch ein ganz wichtiger Faktor, die Bayern-Fans in der Allianz Arena. Die werden das Team nach vorne pushen und das werden die Spieler auf dem Platz zu 100% spüren. Also Jungs, holt euch das Finale 2026 in Budapest. Und ja, mein Champions League-Tipp für dieses Spiel ist ganz klar ein 3:1 Sieg für den FC Bayern. Und damit wäre man im Finale und hätte weiterhin alle Chancen, das Triple zu holen. Zum 3. Mal nach 2012, 13 und 2019, 2020. Ja, liebe Bayern und Fußballfans, was glaubt ihr? Schafft der FC Bayern München gegen PSG den Einzug ins Champions League Finale? Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall unten in die Kommentare. Also dann, am Mittwoch heißt es Daumen drücken, bleibt sportlich und glaubt dran, wir schaffen das. Bis dann, tschüss.